Hallo und willkommen. Schön, dass du heute dabei bist. Diese Deutschlektion ist ruhig und langsam. Du musst nichts auswendig lernen. Du musst auch nicht jedes Wort sofort verstehen. Höre zuerst auf die Stimmen. Achte auf die Situationen. Später erkennst du immer mehr. Heute sprechen wir über Einsamkeit und psychische Gesundheit. Das Thema kann persönlich sein. Deshalb gehen wir vorsichtig vor. Wir benutzen einfache Wörter. Die Sätze bleiben kurz. Du kannst jederzeit eine Pause machen. Auch stilles Hören ist Lernen. Einsamkeit bedeutet nicht einfach, allein zu sein. Manche Menschen sind gern allein. Sie lesen, kochen oder hören Musik. Dabei fühlen sie sich gut. Einsamkeit ist anders. Ein Mensch wünscht sich Nähe. Doch diese Nähe fehlt. Das kann traurig machen. Manchmal wird auch der Körper müde. Der Schlaf kann schlechter werden. Der Alltag kann schwerer wirken. Psychische Gesundheit betrifft Gedanken und Gefühle. Sie betrifft auch den Alltag. Ein Mensch kann sich ruhig und verbunden fühlen. Ein anderer Mensch fühlt Stress, Angst oder Leere. Solche Gefühle sind nicht falsch. Sie zeigen, dass etwas wichtig ist. Gefühle dürfen einen Namen bekommen. In dieser Geschichte begleiten wir Alex. Alex ist 27 Jahre alt. Vor 6 Wochen ist Alex in eine neue Stadt gezogen. Die Wohnung ist klein, aber freundlich. Die Arbeit ist neu. Die Sprache ist manchmal schwer. Die Familie lebt weit weg. Alte Freunde sind nicht in der Nähe. Am Anfang war alles interessant. Alex kaufte einen Tisch und 2 Stühle. Alex fand einen Supermarkt und eine Bushaltestelle. Doch nach einigen Tagen wurde die Wohnung sehr still. Am Abend hörte Alex nur den Kühlschrank. Das Handy lag oft auf dem Tisch. Trotzdem wusste Alex nicht, wen er anrufen sollte. Alex möchte nicht alles an einem Tag lösen. Das ist auch nicht nötig. Ein kleiner Schritt kann reichen. Danach kommt der nächste Schritt. In den folgenden Szenen siehst du verschiedene Möglichkeiten. Manche Schritte passen gut zu Alex. Andere Schritte passen vielleicht besser zu einer anderen Person. Diese Lektion ersetzt keine medizinische Beratung. Sie zeigt einfache Alltagssituationen. Wenn ein Mensch lange kaum schlafen, essen oder arbeiten kann, ist professionelle Hilfe sinnvoll. Eine Hausarztpraxis kann ein erster Kontakt sein. Auch Beratungsstellen können helfen. Bei akuter Gefahr gilt in Deutschland und vielen Teilen Europas die Notrufnummer 112. In einer Krise sollte niemand allein bleiben. Atme ruhig ein. Atme langsam wieder aus. Lass die Wörter kommen. Wir beginnen mit einem stillen Sonntag. Teil 1. Ein stiller Sonntag. Diese Szene beginnt ganz ruhig. Am Sonntagmorgen ist Alex in der kleinen Küche. Draußen regnet es. Die Straße ist fast leer. Alex fühlt eine schwere Stille. Alex fühlt sich einsam und müde. Die Schultern sind fest und der Kopf wirkt voll. Alex entscheidet sich bewusst gegen einen großen Plan. Alex öffnet das Fenster für 2 Minuten. Danach kocht Alex Tee und setzt sich an den Tisch. Danach wirkt der Raum weniger eng. Alex denkt an die ältere Schwester. Alex plant eine kurze Sprachnachricht. Das Gespräch muss nicht lang sein. Jetzt hören wir einen kurzen Austausch. Alex: Hallo, hast du gerade ein paar Minuten? Die ältere Schwester: Ja, ich höre dir zu. Alex: Heute ist es still.
Alex fühlt eine schwere Stille. Die ältere Schwester: Danke, dass du das sagst. Was brauchst du jetzt? Alex: Ich wünsche mir zuerst eine kurze Sprachnachricht. Die ältere Schwester: Das können wir machen. Wir müssen nicht alles lösen. Alex: Gut. Danach möchte ich den nächsten Tag planen. Die ältere Schwester: Schreib mir später noch einmal, wenn du magst. Alex: Danke. Jetzt fühle ich mich weniger allein. Was ist in dieser Szene wichtig? Ein Gefühl wird oft kleiner, wenn es einen Namen bekommt. Alex erwartet danach keine schnelle Veränderung. Nun hören wir 2 Wörter aus dieser Situation. Einsamkeit bedeutet, das schmerzhafte Gefühl, ohne gewünschte Nähe zu sein. Gefühl bedeutet, etwas, das man innen bemerkt, zum Beispiel Freude oder Traurigkeit. Ein Übungssatz lautet: Heute bin ich einsam und müde. Ein zweiter Satz lautet: Mein nächster Schritt ist jetzt klar. Lies beide Sätze in deinem Tempo. Zum Ende ordnet Alex die Szene in 3 Schritten. Das Problem lautet: Alex fühlt eine schwere Stille. Die Handlung lautet: Alex öffnet das Fenster für 2 Minuten. Die Erkenntnis lautet: Ein Gefühl wird oft kleiner, wenn es einen Namen bekommt. Teil 2: Gefühle benennen. Jetzt wechseln wir zu einem neuen Moment. Am Montag nach der Arbeit ist Alex auf dem Sofa. Im Zimmer brennt nur eine kleine Lampe. Alex kann die eigene Stimmung nicht gut erklären. Alex fühlt sich unruhig und leer. Der Bauch ist angespannt und die Hände sind kalt. Für diesen Moment genügt eine überschaubare Handlung. Alex schreibt 3 einfache Wörter auf. Auf dem Zettel stehen traurig, nervös und allein. Die Gedanken werden nicht still, aber langsamer. Alex denkt an einen guten Freund aus der alten Stadt. Alex plant einen kurzen Anruf. Ein ehrlicher Anfang genügt. Nun beginnt ein kleines Gespräch. Alex: Kann ich dir etwas Ehrliches erzählen? Ein guter Freund aus der alten Stadt: Natürlich. Wir haben Zeit. Alex: Alex kann die eigene Stimmung nicht gut erklären. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ein guter Freund aus der alten Stadt. Beginne mit einem Satz. Mehr ist nicht nötig. Alex: Im Moment bin ich unruhig und leer. Ein guter Freund aus der alten Stadt. Ich verstehe. Möchtest du Rat oder nur zuhören? Alex: Bitte höre zuerst nur zu. Ein guter Freund aus der alten Stadt. In Ordnung. Ich bleibe bei dir. Alex: Das hilft. Danach können wir über einen kurzen Anruf sprechen. Schauen wir kurz auf den Kern dieser Situation. Kurze Wörter können ein kompliziertes Gefühl klarer machen. Ein gutes Gefühl muss nicht sofort kommen. 2 Begriffe helfen beim Verstehen dieser Szene. Traurig bedeutet ein Gefühl, wenn etwas fehlt oder wehtut. Nervös bedeutet unruhig und nicht ganz sicher. Ein Übungssatz lautet: Heute bin ich unruhig und leer. Ein zweiter Satz lautet: Ich kenne nun eine kleine Handlung. Wiederhole die 2 Sätze ohne Eile. Alex fasst den Moment nun kurz zusammen. Das Problem lautet: Alex kann die eigene Stimmung nicht gut erklären. Die Handlung lautet: Alex schreibt 3 einfache Wörter auf. Die Erkenntnis lautet: Kurze Wörter können ein kompliziertes Gefühl klarer machen. Teil 3: Ein einfacher Morgen. Der nächste Abschnitt zeigt einen normalen Alltagstag. Am Dienstag um 7 Uhr ist Alex im Schlafzimmer. Der Wecker klingelt 2-mal. Alex möchte im Bett bleiben. Alex fühlt sich schwer und ohne Energie.
Die Augen sind müde, obwohl die Nacht lang war. Heute zählt nicht die Geschwindigkeit, sondern die Richtung. Alex stellt beide Füße auf den Boden. Dann öffnet Alex die Vorhänge und trinkt ein Glas Wasser. Der Körper bleibt müde, doch der Druck sinkt etwas. Alex hört auf die eigene innere Stimme. Alex plant einen kleinen Tagesplan. Auch wenige Wörter können Nähe schaffen. Die folgenden Sätze zeigen den nächsten Kontakt. Alex, was ist heute wirklich nötig? Innere Stimme, nur ein kleiner Schritt. Alex, Alex möchte im Bett bleiben. Innere Stimme, das darf schwer sein. Alex, dann beginne ich mit dem ersten kleinen Schritt. Innere Stimme, danach folgt der zweite Schritt. Alex, ich muss nicht schnell sein. Innere Stimme, langsam ist heute gut genug. Alex, so entsteht einen kleinen Tagesplan. Diese Erfahrung zeigt etwas Einfaches. Ein Plan darf klein sein und trotzdem helfen. Der kleine Schritt zählt auch ohne sofortige Erleichterung. Jetzt verbinden wir Handlung und Wortschatz. Tagesplan bedeutet eine kurze Liste für den Tag. Energie bedeutet Kraft für Körper und Kopf. Ein Übungssatz lautet: Heute bin ich schwer und ohne Energie. Ein zweiter Satz lautet: Für heute reicht ein einfacher Anfang. Sprich zuerst leise und danach normal. 3 Punkte machen diese Erfahrung übersichtlich. Das Problem lautet: Alex möchte im Bett bleiben. Die Handlung lautet: Alex stellt beide Füße auf den Boden. Die Erkenntnis lautet: Ein Plan darf klein sein und trotzdem helfen. Teil 4: Frühstück ohne Eile. Nun sehen wir Alex in einer anderen Situation. Später am Dienstag ist Alex wieder in der Küche. Im Schrank stehen Brot, Haferflocken und eine Banane. Alex hat wenig Appetit. Alex fühlt sich angespannt und unsicher. Der Magen fühlt sich leer an, aber Essen ist nicht leicht. Alex sucht keinen perfekten Tag, sondern einen machbaren Anfang. Alex wählt eine kleine Portion. Alex ist langsam und hört leise Radio. Das Problem bleibt da, aber es hat nun eine Form. Alex denkt an eine Kollegin. Alex plant eine freundliche Nachricht. Die andere Person braucht keine perfekte Erklärung. Jetzt sprechen 2 Personen miteinander. Alex, hast du kurz Zeit für eine Frage? Eine Kollegin: Ja. Worum geht es? Alex hat wenig Appetit. Eine Kollegin: Sollen wir zuerst einen kleinen Schritt suchen? Alex: Ja, ich möchte mit einem kleinen Schritt beginnen. Eine Kollegin: Das klingt machbar. Danach kannst du weitersehen. Alex: Vielleicht hilft auch eine freundliche Nachricht. Eine Kollegin: Gern. Wir machen es ohne Eile. Alex: Danke, die Situation wirkt jetzt klarer. Hier kann Alex einen hilfreichen Gedanken mitnehmen. Der Körper braucht einfache Pflege, auch an schweren Tagen. Die Handlung ist wichtiger als perfekte Stimmung. Achte nun auf 2 einfache Alltagswörter. Appetit bedeutet das Gefühl, etwas essen zu wollen. Routine bedeutet eine Handlung, die oft ähnlich abläuft. Ein Übungssatz lautet: Heute bin ich angespannt und unsicher. Ein zweiter Satz lautet: Ich beginne mit einer machbaren Aufgabe. Mache zwischen beiden Sätzen eine kurze Pause. Zum Abschluss entsteht eine kleine Zusammenfassung. Das Problem lautet: Alex hat wenig Appetit. Die Handlung lautet: Alex wählt eine kleine Portion. Die Erkenntnis lautet: Der Körper braucht einfache Pflege, auch an schweren Tagen. Teil 5: Ein kurzer Spaziergang. Ein neuer kleiner Schritt wird sichtbar.
Am Mittwoch in der Mittagspause ist Alex vor dem Büro. Die Wolken werden heller. Alex war den ganzen Vormittag im Gebäude. Alex fühlt sich müde und innerlich eng. Der Rücken tut leicht weh und die Atmung ist flach. Der nächste Schritt soll klein und deutlich sein. Alex geht 10 Minuten um den Block. Unterwegs zählt Alex 3 Bäume und 2 rote Fahrräder. Alex fühlt noch keine Freude, aber mehr Ordnung. Alex denkt an einen Kollege aus dem Nachbarbüro. Alex plant ein gemeinsames Stück Weg. Eine konkrete Bitte macht den Kontakt leichter. Ein kurzer Dialog macht die Situation klarer. Alex, hast du kurz Zeit für eine Frage? Ein Kollege aus dem Nachbarbüro. Ja. Worum geht es? Alex war den ganzen Vormittag im Gebäude. Ein Kollege aus dem Nachbarbüro. Sollen wir zuerst einen kleinen Schritt suchen? Alex. Ja, ich möchte mit einem kleinen Schritt beginnen. Ein Kollege aus dem Nachbarbüro. Das klingt machbar. Danach kannst du weitersehen. Alex, vielleicht hilft auch ein gemeinsames Stück Weg. Ein Kollege aus dem Nachbarbüro. Gern. Wir machen es ohne Eile. Alex, danke, die Situation wirkt jetzt klarer. Aus diesem Moment entsteht eine kleine Erkenntnis. Ein kurzer Weg kann den Kopf etwas freier machen. Alex darf den Erfolg sehr klein messen. Die Szene enthält 2 besonders nützliche Wörter. Bewegung bedeutet, wenn der Körper geht, läuft oder sich streckt. Frische Luft bedeutet Luft von draußen. Ein Übungssatz lautet, heute bin ich müde und innerlich eng. Ein zweiter Satz lautet, der nächste Punkt ist nicht mehr so groß. Achte beim Sprechen auf die wichtigen Wörter. Alex blickt noch einmal auf Problem, Handlung und Erkenntnis. Das Problem lautet, Alex war den ganzen Vormittag im Gebäude. Die Handlung lautet, Alex geht 10 Minuten um den Block. Die Erkenntnis lautet, ein kurzer Weg kann den Kopf etwas freier machen. Teil 6. Die Nachbarin im Treppenhaus. Die Geschichte geht ohne Eile weiter. Am Mittwochabend ist Alex im Treppenhaus. Eine Einkaufstasche fällt fast um. Alex möchte helfen, aber die richtigen Wörter fehlen. Alex fühlt sich schüchtern und vorsichtig. Das Herz schlägt schneller als nötig. In dieser Situation hilft eine einfache Reihenfolge. Alex hält die Haustür offen. Danach trägt Alex eine leichte Tasche bis zum 1. Stock. Die Situation ist weiterhin schwer, jedoch klarer. Alex denkt an Frau König aus der Wohnung nebenan. Alex plant ein kurzes Gespräch. Alex darf langsam sprechen und Pausen machen. Nun hören wir eine einfache Gesprächsszene. Alex: Guten Tag, Frau König aus der Wohnung nebenan. Darf ich kurz etwas fragen? Frau König aus der Wohnung nebenan: Ja, natürlich. Alex möchte helfen, aber die richtigen Wörter fehlen. Frau König aus der Wohnung nebenan: Wir können ganz langsam sprechen. Alex: Zuerst möchte ich eine kleine Sache erledigen. Frau König aus der Wohnung nebenan: Das ist eine gute Idee. Alex: Danach wäre ein kurzes Gespräch schön. Frau König aus der Wohnung nebenan: Gern. Ein kurzer Anfang reicht. Alex: Vielen Dank. Das nimmt mir etwas Druck. Die Szene hat eine klare Botschaft. Ein kleiner, freundlicher Moment kann der Anfang von Kontakt sein. Für heute reicht die gefundene Richtung. Zum Schluss betrachten wir 2 wichtige Begriffe. Nachbarin bedeutet eine Frau, die in der Nähe wohnt. Kontakt bedeutet eine Verbindung zwischen Menschen. Ein Übungssatz lautet: Heute bin ich schüchtern und vorsichtig. Ein zweiter Satz lautet:
Ich wähle heute nur einen Schritt. Du kannst die Sätze auch nur anhören. Die Szene endet mit 3 klaren Angaben. Das Problem lautet, Alex möchte helfen, aber die richtigen Wörter fehlen. Die Handlung lautet, Alex hält die Haustür offen. Die Erkenntnis lautet, ein kleiner freundlicher Moment kann der Anfang von Kontakt sein. Teil 7. Die Sprache kostet Kraft. Diesmal beginnt alles mit einer einfachen Beobachtung. Am Donnerstagvormittag ist Alex im Sprachkurs. Die Lehrerin erklärt eine neue Aufgabe. Alex versteht nur die Hälfte. Alex fühlt sich überfordert und beschämt. Der Kopf wird heiß und Alex schaut auf den Tisch. Alex bleibt bei dem, was jetzt möglich ist. Alex hebt langsam die Hand. Alex bittet um eine einfache Erklärung. Ein wenig Ruhe kommt zurück. Alex denkt an die Kursleiterin. Alex plant eine klare Frage. Der Kontakt bleibt klein, aber er ist real. Die Handlung geht mit einem kurzen Dialog weiter. Alex, Entschuldigung. Können Sie den letzten Punkt einfacher erklären? Die Kursleiterin, ja. Wir teilen die Aufgabe in 2 Teile. Alex versteht nur die Hälfte. Die Kursleiterin, das ist in Ordnung. Welches Wort ist unklar? Alex, ich brauche zuerst eine Erklärung mit einem Beispiel. Die Kursleiterin, gut. Danach machen wir gemeinsam den ersten Satz. Alex, dann kann ich mit dem ersten Teil beginnen. Die Kursleiterin, genau. Sie dürfen jederzeit nachfragen. Alex, danke, jetzt kann ich ruhiger weiterlernen. Für den Alltag bleibt ein wichtiger Punkt. Nachfragen ist kein Fehler, sondern eine gute Lernstrategie. Der Moment bleibt schwierig, aber nicht mehr formlos. Für diese Erfahrung passen 2 klare Wörter. Überfordert bedeutet, mit zu vielen Aufgaben oder Gefühlen belastet. Nachfragen bedeutet, eine Frage stellen, wenn etwas unklar ist. Ein Übungssatz lautet, heute bin ich überfordert und beschämt. Ein zweiter Satz lautet, meine nächste Handlung bleibt klein. Nimm dir für jeden Satz genug Zeit. Nun bekommt der Moment eine einfache Ordnung. Das Problem lautet, Alex versteht nur die Hälfte. Die Handlung lautet, Alex hebt langsam die Hand. Die Erkenntnis lautet, Nachfragen ist kein Fehler, sondern eine gute Lernstrategie. Teil 8. Die Bibliothek, der nächste Tag, bringt eine neue Aufgabe. Nach dem Sprachkurs ist Alex in der Stadtbibliothek. Es riecht nach Papier und Kaffee. Alex kennt diesen Ort noch nicht. Alex fühlt sich neugierig, aber etwas verloren. Die Atmung wird ruhiger als im Kurs. Ein konkreter Schritt gibt dem Moment etwas Struktur. Alex fragt nach einem einfachen deutschen Buch. Danach sucht Alex einen Platz am Fenster. Der Moment bekommt einen Anfang und ein Ende. Alex denkt an einen Bibliotheksmitarbeiter. Alex plant eine kurze Auskunft. Ein kurzer Austausch ist heute genug. Jetzt kommt ein ruhiger Austausch aus dem Alltag. Alex, guten Tag, ich bin heute zum ersten Mal hier. Ein Bibliotheksmitarbeiter. Willkommen. Wie kann ich helfen? Alex kennt diesen Ort noch nicht. Ein Bibliotheksmitarbeiter. Wir schauen zuerst auf die einfachste Möglichkeit. Alex, kann ich mit diesem kleinen Schritt beginnen? Ein Bibliotheksmitarbeiter. Ja, danach passt der nächste Schritt. Alex, muss ich noch etwas wissen? Ein Bibliotheksmitarbeiter. Nein. Für heute reicht dieser kleine Schritt. Alex, danke für die klare Erklärung. Nun ordnen wir die Erfahrung in Ruhe.
Ein öffentlicher Ort kann Nähe geben, auch ohne langes Gespräch. Alex nimmt nur diese eine Erfahrung mit. Nun folgt eine kurze Wortschatzpause. Bibliothek bedeutet ein Ort mit Büchern und anderen Medien. Ruhig bedeutet ohne großen Lärm oder Druck. Ein Übungssatz lautet: Heute bin ich neugierig, aber etwas verloren. Ein zweiter Satz lautet: Ich weiß, womit ich anfangen kann. Wiederhole nur den Satz, der heute passt. Alex hält die wichtigsten Teile kurz fest. Das Problem lautet: Alex kennt diesen Ort noch nicht. Die Handlung lautet: Alex fragt nach einem einfachen deutschen Buch. Die Erkenntnis lautet: Ein öffentlicher Ort kann Nähe geben, auch ohne langes Gespräch. Teil 9. Ein Anruf nach Hause. Nun kommt eine kurze, aber wichtige Szene. Am Donnerstagabend ist Alex am offenen Fenster. In der Ferne fährt eine Straßenbahn vorbei. Alex vermisst die Familie besonders stark. Alex fühlt sich traurig und gleichzeitig froh. Die Stimme ist zuerst leise. Die Aufgabe wird leichter, wenn sie kleiner wird. Alex ruft die Mutter an. Beide vereinbaren einen festen Termin für den nächsten Anruf. Alex kann wieder etwas freier atmen. Alex denkt an die Mutter. Alex plant ein längeres Telefonat. Die Verbindung entsteht Satz für Satz. Zwei Stimmen führen die Geschichte weiter. Alex: Hallo, hast du gerade ein paar Minuten? Die Mutter: Ja. Ich höre dir zu. Alex: Heute ist es still. Alex vermisst die Familie besonders stark. Die Mutter: Danke, dass du das sagst. Was brauchst du jetzt? Alex: Ich wünsche mir zuerst ein längeres Telefonat. Die Mutter: Das können wir machen. Wir müssen nicht alles lösen. Alex: Gut. Danach möchte ich den nächsten Tag planen. Die Mutter: Schreib mir später noch einmal, wenn du magst. Alex: Danke, jetzt fühle ich mich weniger allein. Was ist in dieser Szene wichtig? Regelmäßige Termine können Nähe planbarer machen. Mehr muss aus dieser Szene heute nicht entstehen. Zwei Wörter geben der Erfahrung einen Namen. Vermissen bedeutet traurig sein, weil eine Person nicht da ist. Verbindung bedeutet ein Kontakt, der Menschen zusammenhält. Ein Übungssatz lautet: Heute bin ich traurig und gleichzeitig froh. Ein zweiter Satz lautet: Der erste Schritt passt zu diesem Moment. Sprich langsam und atme danach ruhig aus. Am Schluss bleiben 3 verständliche Punkte. Das Problem lautet: Alex vermisst die Familie besonders stark. Die Handlung lautet: Alex ruft die Mutter an. Die Erkenntnis lautet: Regelmäßige Termine können Nähe planbarer machen. Teil 10. Zu viel Zeit am Handy. Alex erlebt jetzt einen anderen Teil des Alltags. Am Freitag nach Mitternacht ist Alex im dunklen Schlafzimmer. Der Bildschirm leuchtet sehr hell. Alex liest lange Nachrichten und vergleicht das eigene Leben mit anderen. Alex fühlt sich unruhig und kleiner als vorher. Die Augen brennen, aber der Kopf bleibt wach. Alex wählt eine Handlung, die wenig Kraft braucht. Alex legt das Handy auf den Schreibtisch. Dann stellt Alex einen leisen Wecker und löscht das Licht. Die nächste Entscheidung wirkt nun weniger groß. Alex denkt an die eigene Situation. Alex plant eine neue Abendregel. Alex muss dabei nichts vorspielen. Nun folgt ein Gespräch ohne komplizierte Sätze. Alex: Was ist heute wirklich nötig? Innere Stimme: Nur ein kleiner Schritt. Alex liest lange Nachrichten und vergleicht das eigene Leben mit anderen. Innere Stimme: Das darf schwer sein.
Alex, dann beginne ich mit dem ersten kleinen Schritt. Innere Stimme. Danach folgt der zweite Schritt. Alex, ich muss nicht schnell sein. Innere Stimme. Langsam ist heute gut genug. Alex, so entsteht eine neue Abendregel. Schauen wir kurz auf den Kern dieser Situation. Weniger Bildschirm am Abend kann dem Schlaf helfen. Die Wirkung darf leise und langsam sein. Jetzt wird die Situation sprachlich geordnet. Vergleich bedeutet, wenn man zwei Dinge oder Leben nebeneinander betrachtet. Bildschirm bedeutet die Fläche von Handy, Computer oder Fernseher. Ein Übungssatz lautet: Heute bin ich unruhig und kleiner als vorher. Ein zweiter Satz lautet: Ich muss nicht alles gleichzeitig tun. Lass die Endungen deutlich, aber natürlich klingen. Eine kurze Rückschau beendet diesen Abschnitt. Das Problem lautet: Alex liest lange Nachrichten und vergleicht das eigene Leben mit anderen. Die Handlung lautet: Alex legt das Handy auf den Schreibtisch. Die Erkenntnis lautet: Weniger Bildschirm am Abend kann dem Schlaf helfen. Teil 11. Schlaf braucht Ruhe. Wir bleiben bei kleinen und verständlichen Schritten. Am Samstagmorgen ist Alex im Bett. Alex ist schon vor 6 Uhr wach. Die Nacht war kurz und unruhig. Alex fühlt sich erschöpft und gereizt. Der Kopf ist schwer und die Augen bleiben trocken. Der Tag muss nicht vollständig neu werden. Alex steht zur gleichen Zeit wie sonst auf. Am Nachmittag plant Alex nur eine kurze Ruhepause. Der Kopf findet für kurze Zeit einen festen Punkt. Alex denkt an eine Ärztin aus der Hausarztpraxis. Alex plant einen Termin für die nächste Woche. Die Worte dürfen einfach und direkt sein. Ein kleiner Dialog zeigt den praktischen Schritt. Alex, guten Tag, ich möchte über die letzten Wochen sprechen. Eine Ärztin aus der Hausarztpraxis, gern. Was belastet Sie im Moment am meisten? Alex, die Nacht war kurz und unruhig. Eine Ärztin aus der Hausarztpraxis. Seit wann ist das so? Alex, es dauert schon mehrere Wochen. Eine Ärztin aus der Hausarztpraxis. Wie sind Schlaf, Essen und Arbeit? Alex, ich habe dazu kurze Notizen mitgebracht. Eine Ärztin aus der Hausarztpraxis. Das ist hilfreich. Wir schauen alles in Ruhe an. Alex, danke, ich möchte wissen, welcher nächste Schritt passt. Diese Erfahrung zeigt etwas Einfaches. Schlafprobleme dürfen ernst genommen und besprochen werden. Auch ein unsicherer Schritt ist ein echter Schritt. Die wichtigsten Begriffe kommen noch einmal zurück. Schlaf bedeutet die Ruhezeit in der Nacht. Erschöpft bedeutet sehr müde und ohne Kraft. Ein Übungssatz lautet: Heute bin ich erschöpft und gereizt. Ein zweiter Satz lautet: Heute zählt nur die nächste Entscheidung. Höre erst zu und sprich dann nach. Zum Ausklang nennt Alex das Wesentliche. Das Problem lautet: Die Nacht war kurz und unruhig. Die Handlung lautet: Alex steht zur gleichen Zeit wie sonst auf. Die Erkenntnis lautet: Schlafprobleme dürfen ernst genommen und besprochen werden. Teil 12. Der Markt am Samstag. Der folgende Moment wirkt zuerst unspektakulär. Am späten Samstagvormittag ist Alex auf dem Wochenmarkt. Menschen kaufen Gemüse, Brot und Blumen. Die vielen Stimmen sind zuerst anstrengend. Alex fühlt sich unsicher, aber interessiert. Alex hält die Einkaufstasche sehr fest. Eine kleine Entscheidung bringt etwas Orientierung. Alex kauft 2 Äpfel und ein kleines Brot. Beim Stand fragt Alex nach dem Preis. So entsteht ein kleiner Abstand zum Stress. Alex denkt an einen Verkäufer.
Alex plant ein kurzes Alltagsgespräch. Ein kleines Gespräch kann den Abend verändern. Jetzt wird aus dem Gedanken ein Gespräch. Alex: Guten Tag, ich bin heute zum ersten Mal hier. Ein Verkäufer: Willkommen. Wie kann ich helfen? Alex: Die vielen Stimmen sind zuerst anstrengend. Ein Verkäufer: Wir schauen zuerst auf die einfachste Möglichkeit. Alex: Kann ich mit diesem kleinen Schritt beginnen? Ein Verkäufer: Ja, danach passt der nächste Schritt. Alex: Muss ich noch etwas wissen? Ein Verkäufer: Nein. Für heute reicht dieser kleine Schritt. Alex: Danke für die klare Erklärung. Hier kann Alex einen hilfreichen Gedanken mitnehmen. Normale kleine Gespräche können Vertrauen aufbauen. Alex lässt den Rest des Tages offen. Höre nun 2 Wörter in einem neuen Zusammenhang. Alltag bedeutet die normalen Dinge eines Tages. Mutig bedeutet etwas tun, obwohl man unsicher ist. Ein Übungssatz lautet: Heute bin ich unsicher, aber interessiert. Ein zweiter Satz lautet: Mein Plan bleibt kurz und realistisch. Ein ruhiger Rhythmus ist wichtiger als Tempo. Der letzte Absatz verbindet alle Teile der Szene. Das Problem lautet: Die vielen Stimmen sind zuerst anstrengend. Die Handlung lautet: Alex kauft 2 Äpfel und ein kleines Brot. Die Erkenntnis lautet: Normale kleine Gespräche können Vertrauen aufbauen. Teil 13: Eine Einladung zum Kaffee. Diese Szene beginnt ganz ruhig. Am Samstagnachmittag ist Alex vor dem Haus. Frau König gießt Pflanzen auf dem Balkon. Alex weiß nicht, ob eine Einladung passend ist. Alex fühlt sich nervös und hoffnungsvoll. Die Hände bewegen sich unruhig. Alex entscheidet sich bewusst gegen einen großen Plan. Alex fragt nach einem Kaffee am Sonntag. Frau König schlägt 4 Uhr vor. Danach wirkt der Raum weniger eng. Alex denkt an Frau König. Alex plant eine kleine Verabredung. Das Gespräch muss nicht lang sein. Jetzt hören wir einen kurzen Austausch. Alex: Guten Tag, Frau König. Darf ich kurz etwas fragen? Frau König: Ja, natürlich. Alex: Alex weiß nicht, ob eine Einladung passend ist. Frau König: Wir können ganz langsam sprechen. Alex: Zuerst möchte ich eine kleine Sache erledigen. Frau König: Das ist eine gute Idee. Alex: Danach wäre eine kleine Verabredung schön. Frau König: Gern. Ein kurzer Anfang reicht. Alex: Vielen Dank, das nimmt mir etwas Druck. Aus diesem Moment entsteht eine kleine Erkenntnis. Eine konkrete Einladung ist oft leichter als eine offene Idee. Alex erwartet danach keine schnelle Veränderung. Nun hören wir 2 Wörter aus dieser Situation. Einladung bedeutet eine freundliche Bitte, gemeinsam Zeit zu verbringen. Verabredung bedeutet ein geplanter Termin mit einer anderen Person. Ein Übungssatz lautet: Heute bin ich nervös und hoffnungsvoll. Ein zweiter Satz lautet: Mein nächster Schritt ist jetzt klar. Lies beide Sätze in deinem Tempo. Zum Ende ordnet Alex die Szene in 3 Schritten. Das Problem lautet: Alex weiß nicht, ob eine Einladung passend ist. Die Handlung lautet: Alex fragt nach einem Kaffee am Sonntag. Die Erkenntnis lautet: Eine konkrete Einladung ist oft leichter als eine offene Idee. Teil 14: Vor dem Treffen. Jetzt wechseln wir zu einem neuen Moment. Am Sonntag um 3:30 ist Alex in Alex' Wohnung. 2 Tassen stehen auf dem Tisch. Alex möchte das Treffen absagen. Alex fühlt sich ängstlich und angespannt. Das Herz schlägt schnell und die Gedanken springen.
Für diesen Moment genügt eine überschaubare Handlung. Alex atmet langsam und öffnet das Fenster. Dann stellt Alex einfache Kekse auf einen Teller. Die Gedanken werden nicht still, aber langsamer. Alex denkt an Frau König. Alex plant das erste längere Gespräch. Ein ehrlicher Anfang genügt. Nun beginnt ein kleines Gespräch. Alex, guten Tag, Frau König. Darf ich kurz etwas fragen? Frau König, ja, natürlich. Alex möchte das Treffen absagen. Frau König, wir können ganz langsam sprechen. Alex, zuerst möchte ich eine kleine Sache erledigen. Frau König, das ist eine gute Idee. Alex, danach wäre das erste längere Gespräch schön. Frau König, gern. Ein kurzer Anfang reicht. Alex, vielen Dank, das nimmt mir etwas Druck. Die Szene hat eine klare Botschaft. Ein Treffen muss nicht perfekt sein, um gut zu tun. Ein gutes Gefühl muss nicht sofort kommen. 2 Begriffe helfen beim Verstehen dieser Szene. Angst bedeutet ein starkes Gefühl bei Gefahr oder Unsicherheit. Sich öffnen bedeutet ehrlich über eigene Gedanken sprechen. Ein Übungssatz lautet: Heute bin ich ängstlich und angespannt. Ein zweiter Satz lautet: Ich kenne nun eine kleine Handlung. Wiederhole die 2 Sätze ohne Eile. Alex fasst den Moment nun kurz zusammen. Das Problem lautet: Alex möchte das Treffen absagen. Die Handlung lautet: Alex atmet langsam und öffnet das Fenster. Die Erkenntnis lautet: Ein Treffen muss nicht perfekt sein, um gut zu tun. Wir machen nun eine kurze Zwischenbilanz. Alex hat noch keine perfekte Lösung. Trotzdem sind mehrere Dinge anders. Alex kennt einige Orte in der Stadt. Es gibt erste Kontakte. Schwierige Gefühle haben Namen. Der Schlaf wird beobachtet. Die Arbeit wird in kleinere Aufgaben geteilt. Professionelle Hilfe ist nicht mehr nur eine ferne Idee. Psychische Gesundheit verändert sich nicht wie ein Lichtschalter. Es gibt helle Tage. Es gibt schwere Tage. Manchmal kommt beides am gleichen Tag vor. Ein gutes Gespräch kann am Morgen helfen. Am Abend kann die Einsamkeit trotzdem zurückkommen. Das ist kein Beweis für ein Scheitern. Für Alex sind 5 Bereiche besonders wichtig. Der erste Bereich ist der Körper. Dazu gehören Schlaf, Essen, Bewegung und Pausen. Der zweite Bereich sind Gedanken und Gefühle. Sie dürfen bemerkt und benannt werden. Der dritte Bereich ist Kontakt. Ein Anruf oder ein kurzer Gruß kann schon zählen. Der vierte Bereich ist Struktur. Ein kleiner Plan schafft Orientierung. Der 5. Bereich ist Hilfe. Freunde sind wichtig. Fachliche Hilfe kann zusätzlich nötig sein. Höre diese 5 Wörter noch einmal: Körper, Gefühle, Kontakt, Struktur, Hilfe. Jedes Wort steht für einen möglichen nächsten Schritt. Alex muss nicht alle 5 Schritte gleichzeitig machen. Teil 15: Eine kleine Gruppe finden. Der nächste Abschnitt zeigt einen normalen Alltagstag. Am Montagabend ist Alex am Küchentisch. Alex sucht im Internet nach Angeboten in der Nähe. Viele Gruppen wirken groß und fremd. Alex fühlt sich unsicher und schnell müde. Der Nacken wird wieder fest. Heute zählt nicht die Geschwindigkeit, sondern die Richtung. Alex sucht nur nach einem kleinen Spaziergangstreff. Danach schreibt Alex eine kurze E-Mail. Der Körper bleibt müde, doch der Druck sinkt etwas. Alex denkt an die Leiterin einer Nachbarschaftsgruppe. Alex plant eine freundliche Antwort.
Auch wenige Wörter können Nähe schaffen. Die folgenden Sätze zeigen den nächsten Kontakt. Alex: Hallo, ich bin neu und etwas nervös. Die Leiterin einer Nachbarschaftsgruppe: Schön, dass du gekommen bist. Alex: Viele Gruppen wirken groß und fremd. Die Leiterin einer Nachbarschaftsgruppe: Du kannst erst einmal nur zuhören. Alex: Vielleicht beginne ich nur mit einem kleinen Schritt. Die Leiterin einer Nachbarschaftsgruppe: Das reicht vollkommen. Alex: Danach wünsche ich mir eine freundliche Antwort. Die Leiterin einer Nachbarschaftsgruppe: Wir gehen Schritt für Schritt. Alex: Danke, so kann ich noch etwas bleiben. Für den Alltag bleibt ein wichtiger Punkt. Eine kleine Gruppe kann leichter sein als eine große Veranstaltung. Der kleine Schritt zählt auch ohne sofortige Erleichterung. Jetzt verbinden wir Handlung und Wortschatz. Gemeinschaft bedeutet eine Gruppe, in der Menschen etwas teilen. Angebot bedeutet eine Möglichkeit oder Aktivität, die jemand organisiert. Ein Übungssatz lautet: Heute bin ich unsicher und schnell müde. Ein zweiter Satz lautet: Für heute reicht ein einfacher Anfang. Sprich zuerst leise und danach normal. 3 Punkte machen diese Erfahrung übersichtlich. Das Problem lautet: Viele Gruppen wirken groß und fremd. Die Handlung lautet: Alex sucht nur nach einem kleinen Spaziergangstreff. Die Erkenntnis lautet: Eine kleine Gruppe kann leichter sein als eine große Veranstaltung. Teil 16. Der erste Spaziergangstreff. Nun sehen wir Alex in einer anderen Situation. Am Mittwoch um 18 Uhr ist Alex vor dem Stadtpark. 5 Personen warten bei einem Schild. Alex kennt niemanden. Alex fühlt sich sehr nervös und gleichzeitig neugierig. Die Beine fühlen sich schwer an. Alex sucht keinen perfekten Tag, sondern einen machbaren Anfang. Alex begrüßt zuerst nur die Gruppenleiterin. Während des Weges spricht Alex mit einer Person über den Park. Das Problem bleibt da, aber es hat nun eine Form. Alex denkt an Mina aus der Gruppe. Alex plant ein langsames Kennenlernen. Die andere Person braucht keine perfekte Erklärung. Jetzt sprechen 2 Personen miteinander. Alex: Hallo, ich bin neu und etwas nervös. Mina aus der Gruppe: Schön, dass du gekommen bist. Alex kennt niemanden. Mina aus der Gruppe: Du kannst erst einmal nur zuhören. Alex: Vielleicht beginne ich nur mit einem kleinen Schritt. Mina aus der Gruppe: Das reicht vollkommen. Alex: Danach wünsche ich mir ein langsames Kennenlernen. Mina aus der Gruppe: Wir gehen Schritt für Schritt. Alex: Danke, so kann ich noch etwas bleiben. Nun ordnen wir die Erfahrung in Ruhe. Ein kurzer Besuch ist ein vollständiger erster Schritt. Die Handlung ist wichtiger als perfekte Stimmung. Achte nun auf 2 einfache Alltagswörter. Gruppe bedeutet mehrere Menschen, die zusammen etwas machen. Kennenlernen bedeutet eine Person zum ersten Mal näher treffen. Ein Übungssatz lautet: Heute bin ich sehr nervös und gleichzeitig neugierig. Ein zweiter Satz lautet: Ich beginne mit einer machbaren Aufgabe. Mache zwischen beiden Sätzen eine kurze Pause. Zum Abschluss entsteht eine kleine Zusammenfassung. Das Problem lautet: Alex kennt niemanden. Die Handlung lautet: Alex begrüßt zuerst nur die Gruppenleiterin. Die Erkenntnis lautet: Ein kurzer Besuch ist ein vollständiger erster Schritt. Teil 17. Ein schwerer Arbeitstag. Ein neuer kleiner Schritt wird sichtbar. Am Donnerstag ist Alex im Büro. 3 Aufgaben kommen gleichzeitig. Alex kann sich kaum konzentrieren.
Alex fühlt sich gestresst und überfordert. Der Atem wird schnell und der Kopf schmerzt. Der nächste Schritt soll klein und deutlich sein. Alex schreibt die Aufgaben untereinander. Danach wählt Alex nur die wichtigste Aufgabe. Alex fühlt noch keine Freude, aber mehr Ordnung. Alex denkt an die Teamleiterin. Alex plant ein klares Gespräch über Prioritäten. Eine konkrete Bitte macht den Kontakt leichter. Ein kurzer Dialog macht die Situation klarer. Alex, können wir kurz über meine Aufgaben sprechen? Die Teamleiterin, ja. Welche Aufgabe macht gerade den meisten Druck? Alex kann sich kaum konzentrieren. Die Teamleiterin. Dann ordnen wir zuerst die Prioritäten. Alex. Ich beginne mit der wichtigsten Aufgabe. Die Teamleiterin. Gut. Die anderen Punkte können warten. Alex. Danach brauche ich ein klares Gespräch über Prioritäten. Die Teamleiterin. Das ist möglich. Melde dich später noch einmal. Alex. Danke, jetzt sehe ich einen klaren Anfang. Was ist in dieser Szene wichtig? Nicht jede Aufgabe muss im gleichen Moment fertig sein. Alex darf den Erfolg sehr klein messen. Die Szene enthält 2 besonders nützliche Wörter. Stress bedeutet starke Belastung für Körper und Kopf. Priorität bedeutet etwas, das zuerst wichtig ist. Ein Übungssatz lautet: Heute bin ich gestresst und überfordert. Ein zweiter Satz lautet: Der nächste Punkt ist nicht mehr so groß. Achte beim Sprechen auf die wichtigen Wörter. Alex blickt noch einmal auf Problem, Handlung und Erkenntnis. Das Problem lautet: Alex kann sich kaum konzentrieren. Die Handlung lautet: Alex schreibt die Aufgaben untereinander. Die Erkenntnis lautet: Nicht jede Aufgabe muss im gleichen Moment fertig sein. Teil 18. Mit einem Freund ehrlich sprechen. Die Geschichte geht ohne Eile weiter. Am Donnerstagabend ist Alex auf einer Bank am Fluss. Das Wasser ist ruhig. Alex hat bisher oft gesagt, alles sei gut. Alex fühlt sich traurig und vorsichtig. Die Stimme bricht kurz ab. In dieser Situation hilft eine einfache Reihenfolge. Alex erzählt von den stillen Abenden. Der Freund hört zu und gibt keine schnellen Lösungen. Die Situation ist weiterhin schwer, jedoch klarer. Alex denkt an Jonas aus dem Sprachkurs. Alex plant ein offenes Gespräch. Alex darf langsam sprechen und Pausen machen. Nun hören wir eine einfache Gesprächsszene. Alex: Kann ich dir etwas Ehrliches erzählen? Jonas aus dem Sprachkurs: Natürlich. Wir haben Zeit. Alex hat bisher oft gesagt, alles sei gut. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Jonas aus dem Sprachkurs: Beginne mit einem Satz. Mehr ist nicht nötig. Alex: Im Moment bin ich traurig und vorsichtig. Jonas aus dem Sprachkurs: Ich verstehe. Möchtest du Rat oder nur zuhören? Alex: Bitte höre zuerst nur zu. Jonas aus dem Sprachkurs: In Ordnung. Ich bleibe bei dir. Alex: Das hilft. Danach können wir über ein offenes Gespräch sprechen. Schauen wir kurz auf den Kern dieser Situation. Gutes Zuhören ist oft wichtiger als ein schneller Rat. Für heute reicht die gefundene Richtung. Zum Schluss betrachten wir 2 wichtige Begriffe. Zuhören bedeutet aufmerksam hören, was eine Person sagt. Vertrauen bedeutet das Gefühl, bei jemandem sicher zu sein. Ein Übungssatz lautet: Heute bin ich traurig und vorsichtig. Ein zweiter Satz lautet: Ich wähle heute nur einen Schritt. Du kannst die Sätze auch nur anhören. Die Szene endet mit 3 klaren Angaben.
Das Problem lautet: Alex hat bisher oft gesagt, alles sei gut. Die Handlung lautet: Alex erzählt von den stillen Abenden. Die Erkenntnis lautet: Gutes Zuhören ist oft wichtiger als ein schneller Rat. Teil 19. Der Termin in der Hausarztpraxis. Diesmal beginnt alles mit einer einfachen Beobachtung. Am Freitagvormittag ist Alex in einer Hausarztpraxis. Im Wartezimmer läuft leise Musik. Alex weiß nicht, wie die letzten Wochen erklärt werden sollen. Alex fühlt sich angespannt und etwas beschämt. Die Hände sind feucht. Alex bleibt bei dem, was jetzt möglich ist. Alex nimmt einen kleinen Zettel mit. Darauf stehen Schlaf, Einsamkeit und wenig Energie. Ein wenig Ruhe kommt zurück. Alex denkt an die Hausärztin. Alex plant ein ruhiges medizinisches Gespräch. Der Kontakt bleibt klein, aber er ist real. Die Handlung geht mit einem kurzen Dialog weiter. Alex: Guten Tag, ich möchte über die letzten Wochen sprechen. Die Hausärztin: Gern. Was belastet Sie im Moment am meisten? Alex: Alex weiß nicht, wie die letzten Wochen erklärt werden sollen. Die Hausärztin: Seit wann ist das so? Alex: Es dauert schon mehrere Wochen. Die Hausärztin: Wie sind Schlaf, Essen und Arbeit? Alex: Ich habe dazu kurze Notizen mitgebracht. Die Hausärztin: Das ist hilfreich. Wir schauen alles in Ruhe an. Alex: Danke, ich möchte wissen, welcher nächste Schritt passt. Diese Erfahrung zeigt etwas Einfaches. Eine kurze Notiz kann ein schwieriges Gespräch erleichtern. Der Moment bleibt schwierig, aber nicht mehr formlos. Für diese Erfahrung passen 2 klare Wörter. Hausarztpraxis bedeutet eine erste medizinische Anlaufstelle. Symptom bedeutet ein Zeichen, das Körper oder Seele zeigt. Ein Übungssatz lautet: Heute bin ich angespannt und etwas beschämt. Ein zweiter Satz lautet: Meine nächste Handlung bleibt klein. Nimm dir für jeden Satz genug Zeit. Nun bekommt der Moment eine einfache Ordnung. Das Problem lautet: Alex weiß nicht, wie die letzten Wochen erklärt werden sollen. Die Handlung lautet: Alex nimmt einen kleinen Zettel mit. Die Erkenntnis lautet: Eine kurze Notiz kann ein schwieriges Gespräch erleichtern. Teil 20. Eine Beratungsstelle anrufen. Der nächste Tag bringt eine neue Aufgabe. Am Montag danach ist Alex am Schreibtisch. Die Telefonnummer liegt neben dem Handy. Alex hat Angst vor dem ersten Satz. Alex fühlt sich nervös und unsicher. Der Mund ist trocken. Ein konkreter Schritt gibt dem Moment etwas Struktur. Alex schreibt einen einfachen Anfang auf. Dann wählt Alex die Nummer und spricht langsam. Der Moment bekommt einen Anfang und ein Ende. Alex denkt an eine Mitarbeiterin der Beratungsstelle. Alex plant ein Informationsgespräch. Ein kurzer Austausch ist heute genug. Jetzt kommt ein ruhiger Austausch aus dem Alltag. Alex: Guten Tag, ich suche Unterstützung. Eine Mitarbeiterin der Beratungsstelle: Danke für Ihren Anruf. Was ist gerade besonders schwer? Alex hat Angst vor dem ersten Satz. Eine Mitarbeiterin der Beratungsstelle: Wir beginnen mit einer kurzen Beschreibung. Alex: Im Moment fühle ich mich nervös und unsicher. Eine Mitarbeiterin der Beratungsstelle: Welche Hilfe wäre heute möglich? Alex: Zuerst wünsche ich mir ein Informationsgespräch. Eine Mitarbeiterin der Beratungsstelle: Gut. Danach besprechen wir weitere Schritte. Alex: Vielen Dank. Das Gespräch gibt mir Orientierung. Hier kann Alex einen hilfreichen Gedanken mitnehmen. Ein vorbereitetes Gespräch beginnt oft leichter.
Alex nimmt nur diese eine Erfahrung mit. Nun folgt eine kurze Wortschatzpause. Beratung bedeutet fachliche Hilfe in einem Gespräch. Termin bedeutet eine fest vereinbarte Zeit. Ein Übungssatz lautet: Heute bin ich nervös und unsicher. Ein zweiter Satz lautet: Ich weiß, womit ich anfangen kann. Wiederhole nur den Satz, der heute passt. Alex hält die wichtigsten Teile kurz fest. Das Problem lautet: Alex hat Angst vor dem ersten Satz. Die Handlung lautet: Alex schreibt einen einfachen Anfang auf. Die Erkenntnis lautet: Ein vorbereitetes Gespräch beginnt oft leichter. Teil 21. Warten auf einen Termin. Nun kommt eine kurze, aber wichtige Szene. 2 Tage später ist Alex an der Bushaltestelle. Eine E-Mail bestätigt einen Termin in 3 Wochen. 3 Wochen wirken sehr lang. Alex fühlt sich enttäuscht und ungeduldig. Alex seufzt und schaut lange auf den Bildschirm. Die Aufgabe wird leichter, wenn sie kleiner wird. Alex fragt nach einer Warteliste. Außerdem notiert Alex 2 andere Hilfsangebote. Alex kann wieder etwas freier atmen. Alex denkt an die Mitarbeiterin der Beratungsstelle. Alex plant eine zweite kurze Nachricht. Die Verbindung entsteht Satz für Satz. 2 Stimmen führen die Geschichte weiter. Alex: Guten Tag, ich suche Unterstützung. Die Mitarbeiterin der Beratungsstelle: Danke für Ihren Anruf. Was ist gerade besonders schwer? Alex: 3 Wochen wirken sehr lang. Die Mitarbeiterin der Beratungsstelle: Wir beginnen mit einer kurzen Beschreibung. Alex: Im Moment fühle ich mich enttäuscht und ungeduldig. Die Mitarbeiterin der Beratungsstelle: Welche Hilfe wäre heute möglich? Alex: Zuerst wünsche ich mir eine zweite kurze Nachricht. Die Mitarbeiterin der Beratungsstelle: Gut. Danach besprechen wir weitere Schritte. Alex: Vielen Dank. Das Gespräch gibt mir Orientierung. Aus diesem Moment entsteht eine kleine Erkenntnis. Warten bedeutet nicht, ohne Unterstützung bleiben zu müssen. Mehr muss aus dieser Szene heute nicht entstehen. 2 Wörter geben der Erfahrung einen Namen. Wartezeit bedeutet die Zeit bis zu einem Termin. Alternative bedeutet eine andere mögliche Lösung. Ein Übungssatz lautet: Heute bin ich enttäuscht und ungeduldig. Ein zweiter Satz lautet: Der erste Schritt passt zu diesem Moment. Sprich langsam und atme danach ruhig aus. Am Schluss bleiben 3 verständliche Punkte. Das Problem lautet: 3 Wochen wirken sehr lang. Die Handlung lautet: Alex fragt nach einer Warteliste. Die Erkenntnis lautet: Warten bedeutet nicht, ohne Unterstützung bleiben zu müssen. Teil 22. Ein Tag mit wenig Kraft. Alex erlebt jetzt einen anderen Teil des Alltags. Am nächsten Samstag ist Alex in der Wohnung. Draußen scheint die Sonne, doch Alex bleibt müde. Schon Duschen und Anziehen wirken schwer. Alex fühlt sich leer und enttäuscht von sich selbst. Jede Bewegung braucht viel Kraft. Alex wählt eine Handlung, die wenig Kraft braucht. Alex wählt nur eine notwendige Aufgabe. Nach dem Duschen ruht Alex und isst eine Suppe. Die nächste Entscheidung wirkt nun weniger groß. Alex denkt an Mina aus der Spaziergruppe. Alex plant eine unterstützende Nachricht. Alex muss dabei nichts vorspielen. Nun folgt ein Gespräch ohne komplizierte Sätze. Alex: Kann ich dir etwas Ehrliches erzählen? Mina aus der Spaziergruppe: Natürlich. Wir haben Zeit. Alex: Schon Duschen und Anziehen wirken schwer. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Mina aus der Spaziergruppe:
beginne mit einem Satz. Mehr ist nicht nötig. Alex: Im Moment bin ich leer und enttäuscht von sich selbst. Mina aus der Spaziergruppe: Ich verstehe. Möchtest du Rat oder nur zuhören? Alex: Bitte höre zuerst nur zu. Mina aus der Spaziergruppe: In Ordnung. Ich bleibe bei dir. Alex: Das hilft. Danach können wir über eine unterstützende Nachricht sprechen. Die Szene hat eine klare Botschaft. Ein langsamer Tag ist kein persönliches Versagen. Die Wirkung darf leise und langsam sein. Jetzt wird die Situation sprachlich geordnet. Fortschritt bedeutet eine kleine positive Veränderung. Selbstmitgefühl bedeutet freundlich mit sich selbst umgehen. Ein Übungssatz lautet: Heute bin ich leer und enttäuscht von sich selbst. Ein zweiter Satz lautet: Ich muss nicht alles gleichzeitig tun. Lass die Endungen deutlich, aber natürlich klingen. Eine kurze Rückschau beendet diesen Abschnitt. Das Problem lautet: Schon Duschen und Anziehen wirken schwer. Die Handlung lautet: Alex wählt nur eine notwendige Aufgabe. Die Erkenntnis lautet: Ein langsamer Tag ist kein persönliches Versagen. Teil 23. Ein Rückschritt fühlt sich groß an. Wir bleiben bei kleinen und verständlichen Schritten. Am Dienstag in der folgenden Woche ist Alex auf dem Weg zum Sprachkurs. Alex dreht vor der Tür wieder um. Die Angst ist heute stärker als erwartet. Alex fühlt sich enttäuscht und beschämt. Das Herz klopft und die Beine zittern leicht. Der Tag muss nicht vollständig neu werden. Alex setzt sich auf eine ruhige Bank. Dann informiert Alex die Kursleiterin mit einer kurzen Nachricht. Der Kopf findet für kurze Zeit einen festen Punkt. Alex denkt an die Kursleiterin. Alex plant eine verständnisvolle Antwort. Die Worte dürfen einfach und direkt sein. Ein kleiner Dialog zeigt den praktischen Schritt. Alex: Entschuldigung, können Sie den letzten Punkt einfacher erklären? Die Kursleiterin: Ja. Wir teilen die Aufgabe in 2 Teile. Alex: Die Angst ist heute stärker als erwartet. Die Kursleiterin: Das ist in Ordnung. Welches Wort ist unklar? Alex: Ich brauche zuerst eine Erklärung mit einem Beispiel. Die Kursleiterin: Gut. Danach machen wir gemeinsam den ersten Satz. Alex: Dann kann ich mit dem ersten Teil beginnen. Die Kursleiterin: Genau. Sie dürfen jederzeit nachfragen. Alex: Danke, jetzt kann ich ruhiger weiterlernen. Für den Alltag bleibt ein wichtiger Punkt. Ein Rückschritt löscht frühere Fortschritte nicht. Auch ein unsicherer Schritt ist ein echter Schritt. Die wichtigsten Begriffe kommen noch einmal zurück. Rückschritt bedeutet ein Moment, in dem etwas wieder schwerer wird. Akzeptieren bedeutet eine Situation annehmen, ohne sie gut finden zu müssen. Ein Übungssatz lautet: Heute bin ich enttäuscht und beschämt. Ein zweiter Satz lautet: Heute zählt nur die nächste Entscheidung. Höre erst zu und sprich dann nach. Zum Ausklang nennt Alex das Wesentliche. Das Problem lautet: Die Angst ist heute stärker als erwartet. Die Handlung lautet: Alex setzt sich auf eine ruhige Bank. Die Erkenntnis lautet: Ein Rückschritt löscht frühere Fortschritte nicht. Teil 24. Der erste Beratungstermin. Der folgende Moment wirkt zuerst unspektakulär. 3 Wochen später ist Alex in einem hellen Beratungsraum. Auf dem Tisch stehen Wasser und Taschentücher. Alex möchte alles richtig erzählen. Alex fühlt sich nervös, aber auch erleichtert.
Die Atmung wird nach einigen Minuten ruhiger. Eine kleine Entscheidung bringt etwas Orientierung. Alex beginnt mit den wichtigsten 3 Punkten. Die Beraterin fragt langsam und lässt Pausen. So entsteht ein kleiner Abstand zum Stress. Alex denkt an die Beraterin. Alex plant ein längeres, vertrauliches Gespräch. Ein kleines Gespräch kann den Abend verändern. Jetzt wird aus dem Gedanken ein Gespräch. Alex, guten Tag, ich suche Unterstützung. Die Beraterin, danke für Ihren Anruf. Was ist gerade besonders schwer? Alex möchte alles richtig erzählen. Die Beraterin. Wir beginnen mit einer kurzen Beschreibung. Alex, im Moment fühle ich mich nervös, aber auch erleichtert. Die Beraterin. Welche Hilfe wäre heute möglich? Alex, zuerst wünsche ich mir ein längeres, vertrauliches Gespräch. Die Beraterin. Gut. Danach besprechen wir weitere Schritte. Alex. Vielen Dank, das Gespräch gibt mir Orientierung. Nun ordnen wir die Erfahrung in Ruhe. Hilfe holen ist ein aktiver und mutiger Schritt. Alex lässt den Rest des Tages offen. Höre nun 2 Wörter in einem neuen Zusammenhang. Professionelle Hilfe bedeutet Unterstützung durch ausgebildete Fachpersonen. Vertraulich bedeutet, Informationen werden geschützt behandelt. Ein Übungssatz lautet, heute bin ich nervös, aber auch erleichtert. Ein zweiter Satz lautet, mein Plan bleibt kurz und realistisch. Ein ruhiger Rhythmus ist wichtiger als Tempo. Der letzte Absatz verbindet alle Teile der Szene. Das Problem lautet, Alex möchte alles richtig erzählen. Die Handlung lautet, Alex beginnt mit den wichtigsten 3 Punkten. Die Erkenntnis lautet, Hilfe holen ist ein aktiver und mutiger Schritt. Teil 25. Ein Plan für schwere Momente. Diese Szene beginnt ganz ruhig. Am Ende des Beratungstermins ist Alex noch im Beratungsraum. Die Beraterin nimmt ein leeres Blatt. Alex braucht klare Schritte für sehr schlechte Tage. Alex fühlt sich ernst und aufmerksam. Die Hände liegen ruhig auf dem Tisch. Alex entscheidet sich bewusst gegen einen großen Plan. Alex schreibt 3 vertraute Kontakte auf. Dazu kommen Hausarztpraxis, Beratungsstelle und Notruf. Danach wirkt der Raum weniger eng. Alex denkt an die Beraterin. Alex plant einen einfachen Krisenplan. Das Gespräch muss nicht lang sein. Jetzt hören wir einen kurzen Austausch. Alex, guten Tag, ich suche Unterstützung. Die Beraterin, danke für Ihren Anruf. Was ist gerade besonders schwer? Alex braucht klare Schritte für sehr schlechte Tage. Die Beraterin, wir beginnen mit einer kurzen Beschreibung. Alex, im Moment fühle ich mich ernst und aufmerksam. Die Beraterin, welche Hilfe wäre heute möglich? Alex, zuerst wünsche ich mir einen einfachen Krisenplan. Die Beraterin, gut. Danach besprechen wir weitere Schritte. Alex, vielen Dank, das Gespräch gibt mir Orientierung. Was ist in dieser Szene wichtig? Ein Plan kann helfen, wenn klares Denken schwer wird. Alex erwartet danach keine schnelle Veränderung. Nun hören wir 2 Wörter aus dieser Situation. Krise bedeutet eine sehr schwere Situation mit großer seelischer Belastung. Notruf bedeutet eine Telefonnummer für akute Gefahr. Ein Übungssatz lautet, heute bin ich ernst und aufmerksam. Ein zweiter Satz lautet, mein nächster Schritt ist jetzt klar. Lies beide Sätze in deinem Tempo. Zum Ende ordnet Alex die Szene in 3 Schritten. Das Problem lautet, Alex braucht klare Schritte für sehr schlechte Tage.
Die Handlung lautet: Alex schreibt 3 vertraute Kontakte auf. Die Erkenntnis lautet: Ein Plan kann helfen, wenn klares Denken schwer wird. Teil 26: Ein Wochenende mit Struktur. Jetzt wechseln wir zu einem neuen Moment. Am Freitagabend ist Alex am Küchentisch. Das Wochenende liegt noch offen vor Alex. Freie Zeit kann wieder sehr still werden. Alex fühlt sich vorsichtig und besser vorbereitet. Der Körper fühlt sich weniger angespannt an. Für diesen Moment genügt eine überschaubare Handlung. Alex plant einen Einkauf und einen Spaziergang. Am Sonntag steht ein Anruf mit der Familie im Kalender. Die Gedanken werden nicht still, aber langsamer. Alex denkt an die eigene Situation. Alex plant einen realistischen Wochenendplan. Ein ehrlicher Anfang genügt. Nun beginnt ein kleines Gespräch. Alex, was ist heute wirklich nötig? Innere Stimme, nur ein kleiner Schritt. Alex, freie Zeit kann wieder sehr still werden. Innere Stimme, das darf schwer sein. Alex, dann beginne ich mit dem ersten kleinen Schritt. Innere Stimme, danach folgt der zweite Schritt. Alex, ich muss nicht schnell sein. Innere Stimme, langsam ist heute gut genug. Alex, so entsteht einen realistischen Wochenendplan. Schauen wir kurz auf den Kern dieser Situation. Ein guter Plan enthält Aktivität, Kontakt und Ruhe. Ein gutes Gefühl muss nicht sofort kommen. 2 Begriffe helfen beim Verstehen dieser Szene. Struktur bedeutet eine klare Ordnung für Zeit und Aufgaben. Realistisch bedeutet so geplant, dass es wirklich möglich ist. Ein Übungssatz lautet: Heute bin ich vorsichtig und besser vorbereitet. Ein zweiter Satz lautet: Ich kenne nun eine kleine Handlung. Wiederhole die 2 Sätze ohne Eile. Alex fasst den Moment nun kurz zusammen. Das Problem lautet: Freie Zeit kann wieder sehr still werden. Die Handlung lautet: Alex plant einen Einkauf und einen Spaziergang. Die Erkenntnis lautet: Ein guter Plan enthält Aktivität, Kontakt und Ruhe. Teil 27: Kleine Freude bemerken. Der nächste Abschnitt zeigt einen normalen Alltagstag. Am Sonntagabend ist Alex am Fenster. Der Himmel ist rosa und orange. Alex denkt zuerst nur an Dinge, die noch fehlen. Alex fühlt sich nachdenklich und etwas ruhig. Die Schultern sinken langsam nach unten. Heute zählt nicht die Geschwindigkeit, sondern die Richtung. Alex nennt 3 angenehme Momente der Woche. Dazu gehören der Spaziergang, das Gespräch und eine warme Suppe. Der Körper bleibt müde, doch der Druck sinkt etwas. Alex denkt an Mina. Alex plant eine kurze Dankesnachricht. Auch wenige Wörter können Nähe schaffen. Die folgenden Sätze zeigen den nächsten Kontakt. Alex, kann ich dir etwas Ehrliches erzählen? Mina, natürlich. Wir haben Zeit. Alex denkt zuerst nur an Dinge, die noch fehlen. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Mina, beginne mit einem Satz. Mehr ist nicht nötig. Alex, im Moment bin ich nachdenklich und etwas ruhig. Mina, ich verstehe. Möchtest du Rat oder nur zuhören? Alex, bitte höre zuerst nur zu. Mina, in Ordnung. Ich bleibe bei dir. Alex, das hilft. Danach können wir über eine kurze Dankesnachricht sprechen. Diese Erfahrung zeigt etwas Einfaches. Kleine gute Momente dürfen sichtbar werden. Der kleine Schritt zählt auch ohne sofortige Erleichterung. Jetzt verbinden wir Handlung und Wortschatz. Freude bedeutet ein gutes und helles Gefühl. Würdigen bedeutet,
Etwas Kleines bewusst ernst nehmen. Ein Übungssatz lautet: Heute bin ich nachdenklich und etwas ruhig. Ein zweiter Satz lautet: Für heute reicht ein einfacher Anfang. Sprich zuerst leise und danach normal. 3 Punkte machen diese Erfahrung übersichtlich. Das Problem lautet: Alex denkt zuerst nur an Dinge, die noch fehlen. Die Handlung lautet: Alex nennt 3 angenehme Momente der Woche. Die Erkenntnis lautet: Kleine, gute Momente dürfen sichtbar werden. Teil 28. Eine neue Person begrüßen. Nun sehen wir Alex in einer anderen Situation. Einige Wochen später ist Alex beim Spaziergangstreff. Eine neue Teilnehmerin steht allein am Rand. Alex erinnert sich an den eigenen ersten Abend. Alex fühlt sich mitfühlend und noch etwas schüchtern. Das Herz schlägt ruhig. Alex sucht keinen perfekten Tag, sondern einen machbaren Anfang. Alex stellt sich mit einem einfachen Satz vor. Dann erklärt Alex, wie lang der Spaziergang dauert. Das Problem bleibt da, aber es hat nun eine Form. Alex denkt an Lea, die neue Teilnehmerin. Alex plant ein freundlicher Anfang. Die andere Person braucht keine perfekte Erklärung. Jetzt sprechen 2 Personen miteinander. Alex: Hallo, ich bin neu und etwas nervös. Lea, die neue Teilnehmerin: Schön, dass du gekommen bist. Alex erinnert sich an den eigenen ersten Abend. Lea, die neue Teilnehmerin: Du kannst erst einmal nur zuhören. Alex: Vielleicht beginne ich nur mit einem kleinen Schritt. Lea, die neue Teilnehmerin: Das reicht vollkommen. Alex: Danach wünsche ich mir ein freundlicher Anfang. Lea, die neue Teilnehmerin: Wir gehen Schritt für Schritt. Alex: Danke, so kann ich noch etwas bleiben. Hier kann Alex einen hilfreichen Gedanken mitnehmen. Eigene Erfahrungen können später anderen Menschen helfen. Die Handlung ist wichtiger als perfekte Stimmung. Achte nun auf 2 einfache Alltagswörter. Mitgefühl bedeutet Verständnis für die Gefühle eines anderen Menschen. Begrüßen bedeutet am Anfang freundlich Hallo sagen. Ein Übungssatz lautet: Heute bin ich mitfühlend und noch etwas schüchtern. Ein zweiter Satz lautet: Ich beginne mit einer machbaren Aufgabe. Mache zwischen beiden Sätzen eine kurze Pause. Zum Abschluss entsteht eine kleine Zusammenfassung. Das Problem lautet: Alex erinnert sich an den eigenen ersten Abend. Die Handlung lautet: Alex stellt sich mit einem einfachen Satz vor. Die Erkenntnis lautet: Eigene Erfahrungen können später anderen Menschen helfen. Teil 29. Nicht jeder Tag ist gleich. Ein neuer kleiner Schritt wird sichtbar. Am Monatsende ist Alex in Alex' Wohnung. Auf dem Tisch liegen alte und neue Notizen. Alex erwartet manchmal eine schnelle, vollständige Lösung. Alex fühlt sich ungeduldig, aber auch stolz. Der Atem bleibt ruhig, während Alex zurückblickt. Der nächste Schritt soll klein und deutlich sein. Alex liest nur die wichtigsten Notizen. Dann markiert Alex 5 kleine Veränderungen. Alex fühlt noch keine Freude, aber mehr Ordnung. Alex hört auf die eigene innere Stimme. Alex plant eine ehrliche Rückschau. Eine konkrete Bitte macht den Kontakt leichter. Ein kurzer Dialog macht die Situation klarer. Alex: Was ist heute wirklich nötig? Innere Stimme: Nur ein kleiner Schritt. Alex erwartet manchmal eine schnelle, vollständige Lösung. Innere Stimme: Das darf schwer sein. Alex: Dann beginne ich mit dem ersten kleinen Schritt. Innere Stimme: Danach folgt der zweite Schritt. Alex: Ich muss nicht schnell sein.
innere Stimme: Langsam ist heute gut genug. Alex: So entsteht eine ehrliche Rückschau. Aus diesem Moment entsteht eine kleine Erkenntnis. Psychische Gesundheit wächst oft in kleinen Schritten. Alex darf den Erfolg sehr klein messen. Die Szene enthält 2 besonders nützliche Wörter. Veränderung bedeutet, etwas wird anders als vorher. Geduld bedeutet, ruhig bleiben, wenn etwas Zeit braucht. Ein Übungssatz lautet: Heute bin ich ungeduldig, aber auch stolz. Ein zweiter Satz lautet: Der nächste Punkt ist nicht mehr so groß. Achte beim Sprechen auf die wichtigen Wörter. Alex blickt noch einmal auf Problem, Handlung und Erkenntnis. Das Problem lautet: Alex erwartet manchmal eine schnelle, vollständige Lösung. Die Handlung lautet: Alex liest nur die wichtigsten Notizen. Die Erkenntnis lautet: Psychische Gesundheit wächst oft in kleinen Schritten. Übungsteil: Kurze Situationen und mögliche Antworten. Jetzt folgt ein längerer Übungsteil. Die Situationen sind kurz. Du hörst zuerst ein Problem. Danach kommt eine mögliche Antwort. Es gibt oft mehrere gute Antworten. Die Beispiele zeigen nur eine einfache Möglichkeit. Situation 1. Alex wacht auf und möchte nicht aufstehen. Eine mögliche Antwort lautet: Ich stelle zuerst beide Füße auf den Boden. Danach trinke ich Wasser. Situation 2. Alex fühlt sich allein. Eine passende Frage ist: Hast du heute 10 Minuten für mich? Dieser Satz ist kurz und konkret. Situation 3. Im Sprachkurs ist eine Erklärung zu schnell. Alex sagt: Entschuldigung, können Sie das bitte langsamer sagen? Die Frage ist höflich und klar. Situation 4. Alex hat 3 Aufgaben bei der Arbeit. Alex fragt: Welche Aufgabe ist heute zuerst wichtig? So wird die Reihenfolge sichtbar. Situation 5. Ein Treffen macht Alex nervös. Alex kann sagen: Ich komme nur für 30 Minuten. Danach entscheide ich neu. Situation 6. Alex schläft seit Wochen schlecht. Alex sagt in der Praxis: Mein Schlaf ist seit 3 Wochen schlecht. Am Tag bin ich oft müde. Situation 7. Eine Beratungsstelle hat lange Wartezeit. Alex fragt: Gibt es eine Warteliste oder ein anderes Angebot? Die Frage öffnet neue Möglichkeiten. Situation 8. Alex hat wenig Appetit. Ein kleiner Schritt kann sein: Ich esse jetzt eine kleine Portion. Später prüfe ich, ob noch etwas möglich ist. Situation 9. Das Handy hält Alex lange wach. Alex sagt: Heute liegt das Handy nicht neben dem Bett. Der Satz beschreibt eine klare Regel. Situation 10. Alex möchte mit einer vertrauten Person sprechen. Alex beginnt so: Ich brauche heute keinen Rat. Bitte höre mir zuerst zu. Situation 11. Alex fühlt Angst vor einer Gruppe. Alex kann schreiben: Ich bin neu und etwas nervös. Kann ich zuerst nur zuschauen? Das ist eine erlaubte Frage. Situation 12. Alex hat einen schweren Tag. Alex sagt: Heute schaffe ich nur eine wichtige Sache. Das ist kein fauler Satz. Es ist eine realistische Entscheidung. Situation 13. Nach einem guten Tag kommt wieder Traurigkeit. Alex erinnert sich: Ein schwerer Abend löscht den guten Morgen nicht. Situation 14. Alex möchte professionelle Hilfe. Ein möglicher Anfang am Telefon lautet: Guten Tag. Ich suche ein Gespräch wegen Einsamkeit und Schlafproblemen. Situation 15. Alex versteht ein Fachwort nicht.
Alex fragt, was bedeutet dieses Wort in einfachen Worten? Diese Frage passt zu vielen Gesprächen. Situation 16. Alex muss eine Zahl oder einen Namen notieren. Alex sagt, können Sie das bitte buchstabieren? Danach schreibt Alex langsam mit. Situation 17. Ein Freund bietet sofort viele Lösungen an. Alex antwortet, danke. Im Moment brauche ich zuerst Ruhe und Zuhören. Situation 18. Alex möchte einen Spaziergang planen. Alex fragt eine Person, möchtest du morgen 10 Minuten mit mir gehen? Die Einladung hat eine klare Zeit. Situation 19. Alex fühlt sich überfordert. Eine einfache innere Frage lautet, was ist der kleinste nächste Schritt? Danach wartet Alex einige Sekunden. Situation 20. Alex bemerkt einen kleinen Fortschritt. Alex sagt, heute habe ich angerufen, obwohl ich nervös war. Dieser Satz würdigt eine echte Handlung. Nun wiederholen wir einige Sätze mit leicht veränderter Form. Höre auf die Unterschiede. Ich fühle mich heute einsam. Heute fehlt mir Nähe. Der Abend ist still und das ist schwer. Ich wünsche mir ein kurzes Gespräch. Ich bin gerade überfordert. Es sind zu viele Aufgaben. Mein Kopf braucht eine Pause. Ich beginne nur mit einem Punkt. Ich schlafe im Moment schlecht. Ich wache oft früh auf. Am Tag fehlt mir Kraft. Ich möchte darüber mit einer Ärztin sprechen. Ich möchte neue Menschen kennenlernen. Große Gruppen sind noch schwer. Ein kleines Treffen passt besser. Ich bleibe zuerst nur kurz. Ich brauche Hilfe. Allein komme ich gerade nicht gut weiter. Können wir einen Termin vereinbaren? Gibt es auch ein früheres Angebot? Ich lerne noch Deutsch. Bitte sprechen Sie langsam. Können Sie den Satz wiederholen? Können Sie mir die Information kurz aufschreiben? Diese Sätze sind Werkzeuge. Du musst sie nicht alle behalten. Wähle 2 oder 3 Sätze. Sprich sie in deinem Tempo. Danach mache eine Pause. Wichtiger Abschnitt. Hilfe in einer Krise nun kommt ein ernster, aber wichtiger Abschnitt. Manchmal ist ein Mensch nicht nur traurig oder einsam. Manchmal entsteht eine akute Krise. Die Person denkt vielleicht daran, sich selbst oder einem anderen Menschen etwas anzutun. Dann ist schnelle Hilfe nötig. In einer akuten Gefahr sollte die Person nicht allein bleiben. Eine vertraute Person kann sofort informiert werden. In Deutschland und vielen Teilen Europas gilt die Notrufnummer 112. Auch eine Notaufnahme kann helfen. Es ist richtig, in einer solchen Situation direkt und klar zu sprechen. Ein einfacher Satz lautet, ich bin gerade nicht sicher. Ich brauche sofort Hilfe. Ein anderer Satz lautet, bitte bleib bei mir und ruf Hilfe. Diese Sätze dürfen kurz sein. Auch ohne akute Gefahr kann professionelle Hilfe sinnvoll sein. Das gilt besonders, wenn Schlaf, Essen, Arbeit oder Alltag lange stark leiden. Eine Hausarztpraxis kann den ersten Schritt begleiten. Beratungsstellen und psychotherapeutische Angebote können weitere Möglichkeiten sein. Hilfe holen bedeutet nicht, schwach zu sein. Es bedeutet, eine schwere Situation ernst zu nehmen. Ein gebrochener Arm braucht Behandlung. Auch starke seelische Belastung braucht manchmal fachliche Unterstützung. Abschluss langsam kommen wir zum Ende dieser langen Deutschlektion. Alex ist noch immer in einer neuen Stadt. Nicht alle Probleme sind verschwunden.
Doch Alex lebt nicht mehr nur in stillen, ungeordneten Tagen. Alex kennt jetzt einige hilfreiche Schritte. Gefühle bekommen einfache Namen. Ein Tagesplan bleibt klein. Bewegung findet draußen statt. Kontakte entstehen langsam. Schlafprobleme werden nicht versteckt. Arbeit wird geordnet. Eine Hausärztin und eine Beratungsstelle gehören nun zum Hilfenetz. Besonders wichtig ist, Alex wartet nicht auf perfekte Motivation. Viele Schritte passieren trotz Unsicherheit. Ein Gruß im Treppenhaus zählt. Ein kurzer Spaziergang zählt. Ein ehrlicher Satz zählt. Auch ein Termin bei einer Fachperson zählt. Vielleicht erinnerst du dich später nur an einen Satz. Das ist genug. Der Satz kann lauten: Was ist mein nächster kleiner Schritt? Oder ich brauche heute Hilfe. Oder bitte sprechen Sie langsam. Dein Deutsch muss nicht schnell wachsen. Es darf durch viele kleine Begegnungen wachsen. Höre, wiederhole und mache Pausen. Bleib freundlich mit dir selbst. Atme ruhig ein. Atme langsam aus. Die Lektion ist jetzt zu Ende. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.